Die Bundesregierung will weiter Waffen nach Israel liefern. Das hat ein Regierungssprecher in Berlin bekräftigt. Es habe nie einen Rüstungsstopp nach Israel gegeben. Details dürfe er allerdings nicht nennen. Ein Sprecher des Außenministeriums ergänzte noch, die Bundesregierung sehe keine Anzeichen für einen Völkermord im Gazastreifen. Das Völkerrecht werde grundsätzlich bei allen Waffenlieferungen berücksichtigt. Zuvor hatte es Berichte gegeben, dass Wirtschaftsminister Habeck und Außenministerin Baerbock trotz des Terrorüberfalls der Hamas monatelang die Lieferung von Waffen verzögerten. Ja, und an dieser Recherche beteiligt war auch Philipp Piatow, stellvertretender Politikchef der Bild. Guten Morgen, Philipp. Also jetzt heißt es von Seiten der Regierung, es habe nie einen Lieferstopp gegeben nach Israel. Stimmt das jetzt oder stimmt das nicht? Was habt ihr tatsächlich bei eurer Recherche herausgefunden? Nun, wenn es keinen Lieferstopp gegeben hat an Israel, dann muss die Bundesregierung bitte schön einmal erklären, warum denn seit März diesen Jahres keine Exporte von Kriegswaffen genehmigt wurden an Israel. Und Israel steht gerade unter Angriff von den Houthis aus dem Jemen, von der Hamas aus dem Gazastreifen, von der Hisbollah aus dem Libanon und nicht zuletzt vom Iran. Und dass 8, 9 Monate lang es keine Genehmigung für Kriegswaffen gab, da kann man sagen, es gab formell keinen Lieferstopp, aber de facto gab es ihn natürlich. Und meine Kollegin Angelika Hellemann und ich haben recherchiert, wie es dazu kam, was dahinter steckt und was uns mehrere Quellen gesagt haben, aus Regierungs- und Verteidigungskreisen aller Ampelparteien übrigens, dass es an 2 Ministern lag, den grünen Ministern Annalena Baerbock, Außenministerin, und Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck. Die haben von Israel verlangt, dass es eine Unterschrift leistet und gewährleistet, dass Israel keinen Völkermord verübt mit deutschen Waffen, sie völkerrechtskonform einsetzt. Das ist eine Bedingung, die eigentlich nur ein Ziel hatte. Das sagen uns Insider, und zwar einen de facto Lieferstopp an Israel zu verhängen. Denn so eine Bedingung zu verlangen sei absurd. Das ist zumindest die Einschätzung von Menschen, die vertraut sind mit diesem Vorgang. Denn wer einen Völkermord verüben möchte, der lässt sich von einer solchen Unterschrift natürlich nicht abhalten. Und Völkermord, damit ist natürlich dann Gaza gemeint. Am Endeffekt sagt jetzt das Außenministerium, man habe keine Anzeichen für einen Völkermord gefunden. Wie interpretierst du denn diese Aussage dann jetzt in dem Zusammenhang? Nun, das ist eine Aussage, wie sie, glaube ich, sich gehört für einen Verbündeten. Denn der Völkermordsvorwurf, den Israel zu hören bekommt, den hört man entweder auf den Straßen von Berlin und anderen europäischen Hauptstädten von irgendwelchen brüllenden Demonstranten oder von Israel-Feinden, wie beispielsweise dem Iran. Es hat offenbar damit zu tun, dass es internationale Klagen gab, beispielsweise von Südafrika, von Nicaragua, und Israel vorgeworfen wurde, einen Völkermord in Gaza zu verüben. Aber auch das reicht meiner Meinung nach nicht aus, um zu erklären, warum seit März keine Kriegswaffenexporte genehmigt wurden. Denn in dieser gleichen Zeit wurden Waffen genehmigt, beispielsweise für Recep Tayyip Erdoğan, den türkischen Präsidenten, ein Freund der Hamas, einen Präsidenten, der regelmäßig kurdische Milizen bombardieren lässt, und ein Land, dessen Sicherheit eigentlich die eigene Staatsräson ist. Das ist ja das, was die Bundesregierung sagt. 8, 9 Monate lang nicht mit wichtigen Kriegswaffen zu versorgen, während dieses Land im Krieg ist, das braucht, glaube ich, weitere Erklärungen. Nur mal kurz für den Hintergrund. Welcher Unterschied wird da gemacht bei den Waffen? Was sind jetzt explizit Kriegswaffen? Tja, also es gibt verschiedenste Kategorien bei Rüstungsexporten, und die deutlich sensiblere Kategorie sind natürlich die Kriegswaffen. Also wenn es beispielsweise nicht um Helme oder Zelte geht, die von einer Armee eingesetzt werden können, sondern etwa Munition. Aber wir haben beispielsweise auch von Ersatzteilen gehört für Panzer und für Hubschrauber, die im Gazastreifen, die im Libanon eingesetzt werden können. Und ich habe gestern mit einem Informanten gesprochen aus der Rüstungsindustrie, und auch da wurde diese Lieferblockade bestätigt. Und ich habe gefragt, wer hat denn blockiert? Und die Antwort war sehr eindeutig. Es gab keine Probleme mit dem Kanzleramt, es gab keine Probleme mit der FDP. Das Problem war Außenministerin Annalena Baerbock. Da muss sich das Außenministerium wohl jetzt noch ein bisschen erklären zu diesem Thema. Dankeschön, Philipp Piatow.